Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Die nächste Zeit gehört nur dir und deinem Deutsch. Du musst heute keine Prüfung machen. Du musst keine langen Listen auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort sofort verstehen. Du kannst einfach zuhören. Du kannst langsam lesen. Du kannst leise mitsprechen, wenn du möchtest. Du kannst einzelne Sätze wiederholen. Du kannst aber auch einfach ruhig sitzen und die deutsche Sprache hören. Es gibt keinen Druck. Wenn du ein Wort nicht verstehst, ist das völlig in Ordnung. Höre einfach weiter. Viele wichtige Wörter kommen später noch einmal. Manche Wörter hörst du heute 2, 3 oder 4-mal. Das ist Absicht. Durch Wiederholung werden neue Wörter vertrauter. Bekannte Wörter geben dir Sicherheit. Wenn du dich sicherer fühlst, kannst du leichter verstehen. Später kannst du die Wörter auch leichter selbst benutzen. Heute sprechen wir über ein sehr bekanntes System in Deutschland. Dieses System heißt Pfand. Pfand. Vielleicht hast du dieses Wort schon im Supermarkt gesehen. Vielleicht stand auf dem Preisschild 1, 29 Euro plus 0, 25 Euro Pfand. Vielleicht hast du eine Flasche gekauft. An der Kasse war der Preis plötzlich höher als erwartet. Du hast gedacht, warum kostet die Flasche mehr als auf dem Schild? Oder du hast vor einem Supermarkt einen Automaten gesehen. Menschen standen dort mit großen Taschen. In den Taschen waren leere Plastikflaschen, Glasflaschen, Dosen. Die Menschen steckten eine Flasche nach der anderen in den Automaten. Der Automat machte Geräusche. Dann druckte er einen kleinen Zettel. Auf diesem Zettel stand ein Geldbetrag. Vielleicht 2 Euro. Vielleicht 5 Euro. Vielleicht sogar 12 Euro. Dieser kleine Zettel heißt Pfandbon. Mit dem Pfandbon gehen die Menschen zur Kasse. Dort wird der Betrag vom Einkauf abgezogen. Oder sie lassen sich den Betrag auszahlen. Vielleicht ist dieses System für dich neu. In deinem Heimatland wirft man leere Flaschen vielleicht einfach in einen Recyclingbehälter. Vielleicht gibt es dort kein Pfand. Vielleicht gibt es ein anderes System. In Deutschland ist Pfand ein wichtiger Teil des Alltags. Eine leere Flasche ist hier oft nicht einfach Müll. Sie hat noch einen kleinen Wert. Eine Plastikflasche kann 25 Cent wert sein. Eine Dose kann ebenfalls 25 Cent wert sein. Eine Mehrwegflasche aus Glas kann zum Beispiel 8 oder 15 Cent wert sein. Eine einzelne Flasche ist nicht viel Geld. Aber viele Flaschen zusammen können einen interessanten Betrag ergeben. 4 Flaschen mit jeweils 25 Cent sind schon 1 Euro. 8 Flaschen sind 2 Euro. 20 Flaschen sind 5 Euro. Deshalb sammeln viele Menschen ihre leeren Flaschen zu Hause. Sie stellen sie in eine Tasche, in eine Kiste oder in einen Korb. Wenn die Tasche voll ist, bringen sie die Flaschen zum Supermarkt. Manche Menschen machen daraus ein kleines Spiel. Wie viel Pfand haben wir heute? Vielleicht sagt eine Person, ich glaube, es sind 5 Euro. Eine andere Person sagt, nein, bestimmt 7 Euro. Dann gehen sie zum Automaten. Darauf steht 6,75 Euro.
Eine Person war fast richtig. Für Menschen, die neu in Deutschland sind, kann das Pfandsammeln überraschend viel Freude machen. Am Anfang vergisst du vielleicht eine Flasche. Dann wirfst du sie versehentlich in den Plastikmüll. Später siehst du das Pfandsymbol und denkst, oh nein, das waren 25 Cent. Beim nächsten Mal passt du besser auf. Du stellst die Flasche neben deine Einkaufstasche. Bald erkennst du Pfandflaschen sehr schnell. Du fühlst die dünne Plastikflasche. Du schaust auf das Etikett. Du weißt, diese Flasche gehört nicht in den Müll. Du kannst sie später zurückgeben. Heute sprechen wir über viele Fragen. Welche Flaschen haben Pfand? Wie erkennt man das Pfandsymbol? Was ist der Unterschied zwischen Einweg und Mehrweg? Wie funktioniert ein Pfandautomat? Was machst du, wenn der Automat eine Flasche nicht akzeptiert? Kannst du den Pfandbon ohne Einkauf auszahlen lassen? Musst du die Flasche in denselben Supermarkt zurückbringen? Warum solltest du Flaschen nicht zerdrücken? Was passiert mit den leeren Flaschen? Und wie kann Pfandsammeln zu einem kleinen Sparspiel werden? Du lernst heute wichtige Wörter. Du lernst auch wichtige Sätze. Hat diese Flasche Pfand? Wo finde ich den Pfandautomaten? Der Automat nimmt diese Flasche nicht an. Könnten Sie mir bitte helfen? Kann ich den Pfandbon hier einlösen? Ich möchte mir den Betrag auszahlen lassen. Wie viel Pfand ist auf dieser Flasche? Diese Flasche gehört zum Mehrwegsystem. Bitte werfen Sie die Flasche nicht weg. Wir bringen die Flaschen beim nächsten Einkauf zurück. Du musst heute nicht alles behalten. Stell dir vor, du bist neu in Deutschland. Es ist dein erster Samstag in deiner neuen Wohnung. In der Küche stehen 5 leere Flaschen. Aber deine deutsche Nachbarin sieht die Flaschen. Sie sagt, Stopp, das ist Pfand. Du schaust sie überrascht an. Und jetzt beginnt deine erste kleine Pfandgeschichte. Du hast eine kleine Wohnung gefunden. Auf dem Regal steht eine Flasche Limonade. Du legst die Flasche in deinen Einkaufswagen. An der Kasse bezahlst du. Später siehst du auf dem Kassenbon: Limonade 1,49 €. Pfand 0, 25 €. Du fragst dich, was ist Pfand? Du hast 25 Cent extra bezahlt. Aber warum? Was bedeutet Pfand? Du bezahlst ihn beim Kauf einer bestimmten Verpackung. Zum Beispiel bei einer Flasche oder Dose. Du bezahlst zusammen 1,74 €. Aber die 25 Cent sind nicht einfach verloren. Dann bekommst du die 25 Cent zurück. Die Idee ist einfach. Du gibst die leere Verpackung zurück und bekommst Pfandgeld wieder. Du möchtest sie in den gelben Sack werfen. In diesem Moment kommt deine Nachbarin Anna vorbei. Sie sagt, hat die Flasche Pfand? Du fragst, was meinst du? Sie zeigt auf ein kleines Symbol. Hier, das ist eine Pfandflasche. Du bekommst 25 Cent zurück. Für diese leere Flasche? Anna sagt, ja. Nicht wegwerfen. Diese Flasche gehört zum Pfandsystem.
Bei vielen Einwegflaschen gibt es ein DPG-Symbol. Neben dem Symbol steht vielleicht. Das Etikett sollte deshalb nicht vollständig entfernt werden. Ohne lesbaren Code kann der Automat Probleme haben. Anna sagt, es gibt Einweg und Mehrweg. Du fragst, was ist der Unterschied? Einweg bedeutet, die Verpackung wird nur einmal als Getränkeflasche benutzt. Nach der Rückgabe wird sie verarbeitet und recycelt. Mehrweg bedeutet, die Flasche kann gereinigt und wieder mit einem Getränk gefüllt werden. Sie wird also mehrmals benutzt. Nicht jede Glasflasche ist automatisch Mehrweg. Viele Einwegflaschen und Dosen haben 25 Cent Pfand. Das ist ein fester, leicht erkennbarer Betrag. Eine kleine Einweg-Plastikflasche, meistens 25 Cent. Eine große Einweg-Plastikflasche, meistens ebenfalls 25 Cent. Eine Getränkedose, meistens 25 Cent. Die Größe ist nicht immer entscheidend. Du schaust deshalb auf das Symbol und das Etikett. 4 Einwegflaschen ergeben zusammen 1 Euro. Das kannst du leicht rechnen. Zum Beispiel bestimmte Bierflaschen. Der genaue Betrag kann unterschiedlich sein. Auch Getränkekästen haben oft zusätzlich Pfand. Bei Mehrweg ist die Rückgabe manchmal stärker, vom Flaschentyp und vom Sortiment des Geschäfts abhängig. Du findest später eine leere Weinflasche. Du fragst Anna, bekomme ich dafür auch Geld? Anna schaut auf das Etikett. Nein, diese Flasche hat kein Pfand. Nicht jede Glasflasche gehört zum Pfandsystem. Auch manche anderen Getränkeverpackungen haben kein Pfand. Du solltest deshalb nicht nur denken, Glas bedeutet automatisch wenig Pfand. Prüfe immer das Zeichen und den Aufdruck. Anna sagt, du brauchst einen Platz für dein Leergut. Auf den Korb schreibst du, Leergut bitte nicht wegwerfen. Jede leere Pfandflasche kommt in diesen Korb. Flaschen ohne Pfand kommen in die passende Abfallsammlung. Nach einer Woche stehen 6 Flaschen im Korb. Du siehst sie und denkst, das sind vielleicht mehr als 1 Euro. Der Korb ist bald voll. Du nimmst eine stabile Einkaufstasche. Du möchtest keine kaputte Flasche und keine Verletzung. Die Dosen legst du oben auf die anderen Verpackungen. Du drückst sie nicht zusammen. Alles ist bereit für den nächsten Einkauf. Warum nicht zerdrücken? In manchen Ländern drückt man leere Plastikflaschen zusammen. Dann brauchen sie weniger Platz. Beim deutschen Pfandsystem ist das oft keine gute Idee. Der Automat muss die Form, das Pfandzeichen und den Strichcode erkennen. Lass Pfandflaschen und Dosen deshalb möglichst in ihrer normalen Form. Du kannst den Deckel wieder auf die Flasche drehen. Eine Plastikflasche fällt fast aus der Tasche. Im Eingangsbereich suchst du den Automaten. Du siehst ein Schild, Leergutannahme oder Pfandrückgabe. Dort steht ein großer Automat. Vor dem Automaten wartet eine Person. Du stellst dich hinter sie. Ein Licht liest das Etikett. Dann verschwindet die Flasche im Automaten. Auf dem Bildschirm erscheint, bitte Flasche einzeln einlegen.
Du möchtest nichts falsch machen. Nach einigen Minuten drückt die Person auf einen Knopf. Jetzt bist du dran. Auf dem Bildschirm steht 25 Euro. Du nimmst die zweite Flasche. Nach 4 Flaschen zeigt der Bildschirm 100 Euro. Du denkst, das ist wirklich Geld. Auf dem Bildschirm steht, du versuchst es noch einmal. Du drehst die Flasche etwas. Der Strichcode ist nass und beschädigt. Du weißt nicht, was du tun sollst. Anna hat gesagt, wenn der Automat Probleme macht, frag einen Mitarbeiter. Du sagst, Entschuldigung. Der Automat nimmt diese Flasche nicht an. Sie sagt, die Flasche hat Pfand. Der Strichcode ist nur schlecht lesbar. Du sagst, vielen Dank. Du lernst einen neuen Satz. Der Automat nimmt diese Flasche nicht an. Dieser Satz ist sehr nützlich. Alle Flaschen sind im Automaten. Auf dem Bildschirm steht 75 Euro. Du drückst auf Pfandbon drucken. Auf dem Zettel stehen Datum, Filiale und Pfandbetrag. Pfandbetrag 75 Euro. Du kaufst Brot, Gemüse und Reis. Dann gibst du der Kassiererin den Pfandbon. Der Pfandbetrag wird vom Einkauf abgezogen. Du siehst den Betrag auf dem Kassenbon. Ein anderes Mal möchtest du nichts kaufen. Du hast nur einen Pfandbon über 3 Euro. Du sagst, ich möchte bitte nur diesen Pfandbon auszahlen lassen. Kassiererin nimmt den Bon. Sie gibt dir 3 Euro. Du musst normalerweise nicht erst etwas kaufen, um deinen Pfandbetrag zu bekommen. Der Pfandbon ist dein Geld wert. Bewahre ihn deshalb gut auf. Dort funktioniert er vielleicht nicht. Pfandbons sind normalerweise mit der Filiale verbunden, in der der Automat sie gedruckt hat. Deshalb ist es am einfachsten. Gib den Bon direkt bei demselben Einkauf an der Kasse ab. Oder bewahre ihn für deinen nächsten Besuch in genau dieser Filiale auf. Er ist schon 2 Monate alt. Du fragst dich, ist er noch gültig? Ein Pfandbon wird nicht sofort ungültig. Du kannst den Bon verlieren. Am besten löst du ihn bald ein. Der Bon ist nass. Du gehst zur Information des Supermarkts. Du erklärst, mein Pfandbon ist nass geworden. Können Sie mir bitte helfen? Vielleicht kann das Personal den Betrag noch prüfen. Aber es ist besser, den Bon trocken und sicher aufzubewahren. Stecke ihn direkt in die Geldbörse. Nicht lose in eine nasse Tasche. Freunde haben Wasser, Limonade und Bier getrunken. Am nächsten Tag zählt ihr das Leergut. Ihr bringt alles zum Supermarkt. Am Ende steht dort 75 Euro. Das fühlt sich wie ein kleiner Gewinn an. Pfand ist kein Geschenk. Du solltest aber wissen, das Pfandgeld ist kein kostenloses Geschenk des Supermarkts. Du oder eine andere Person habt den Betrag beim Kauf bereits bezahlt. Wenn du deine eigenen Flaschen zurückgibst, bekommst du dein eigenes Geld zurück. Trotzdem fühlt es sich manchmal wie ein kleiner Bonus an. Warum? Weil du das Geld beim Kauf vielleicht vergessen hast. Später kommt es als sichtbarer Betrag zurück. Du entscheidest,
Ich möchte mein Pfandgeld einen Monat lang sparen. Auf das Glas schreibst du: Jedes Mal, wenn du einen Pfandbon bar auszahlen lässt, legst du das Geld in das Glas. Erste Woche: 3, 25 Euro. Zweite Woche: 4, 50 Euro. Dritte Woche: 2, 75 Euro. Vierte Woche: 5, 0 Euro. Vielleicht möchtest du mit dem Geld ein Buch kaufen. Du schreibst auf das Glas: Pfandgeld für einen Ausflug. Jetzt macht das Sammeln mehr Spaß. Jede Flasche bringt dich ein kleines Stück näher an dein Ziel. Du kannst zu Hause rechnen. In deiner Tasche sind 6 Einwegflaschen, 2 Dosen und eine Mehrwegflasche. Am Automaten prüfst du: War deine Rechnung richtig? Das ist auch eine kleine Mathematikübung. Eine kleine Herausforderung oder ein Spiel. Am Ende vergleicht ihr die Wochen. Welche Woche hatte den höchsten Betrag? Wie viel Pfand habt ihr insgesamt zurückbekommen? Das Sparspiel bedeutet nicht, du solltest extra viele Getränke in Pfandflaschen kaufen. Das wäre kein echtes Sparen. Du würdest zuerst mehr Geld ausgeben. Du sammelst nur die Verpackungen von Getränken, die du sowieso gekauft hast. Vielleicht kaufst du sogar weniger Einwegflaschen. Wenn du Flaschen kaufst, bringst du sie zuverlässig zurück. Du kannst eine wiederverwendbare Trinkflasche benutzen. Dann kaufst du weniger Einwegflaschen. Es kann auch Geld sparen. Aber eine Verpackung, die du gar nicht brauchst, muss auch nicht produziert und zurückgebracht werden. Du entscheidest je nach Situation. Zu Hause trinkst du Leitungswasser. Unterwegs kaufst du vielleicht eine Flasche. Anna erklärt: Mehrwegflaschen können wieder gefüllt werden. Eine regionale Mehrwegflasche kann eine gute Wahl sein. Regional bedeutet, die Flasche und das Getränk kommen aus der näheren Umgebung. Kurze Transportwege können sinnvoll sein. Aber die Systeme können kompliziert sein. Wenn du unsicher bist, frag im Geschäft. Du kaufst Wasser in einer Glasflasche. Die Flasche ist schwerer als eine dünne Plastikflasche. Auf dem Etikett steht: Sie kann gereinigt und wieder befüllt werden. Das ist der Grund für das Wort Mehrweg. Nicht jede Plastikflasche ist Einweg. PET ist eine Art Kunststoff. Mehrweg-PET-Flaschen sind oft stabiler und dicker. Sie können mehrmals benutzt werden. Eine sehr dünne Flasche, die sich leicht zerdrücken lässt, ist meistens Einweg. Aber du schaust trotzdem auf das Etikett. Du bekommst das gesamte Pfand zurück. Wenn eine Flasche fehlt, ist der Betrag kleiner. Du hast einen leeren Getränkekasten. Die Flaschen wurden schon einzeln zurückgegeben. Auch der Kasten kann einen Pfandwert haben. Du kannst ihn zur passenden Rücknahmestelle bringen. Nicht jeder Automat nimmt jeden Kasten. Du sagst: Wo kann ich diesen Getränkekasten zurückgeben? Der Supermarkt nimmt die Flasche nicht. Du hast eine Mehrwegflasche von einer kleinen regionalen Brauerei. Du lernst: Einweg und Mehrweg haben nicht immer genau dieselben Rückgaberegeln. Bei Einwegflaschen ist die Rückgabe oft einfacher. Ein größerer Supermarkt, der Getränkeverpackungen aus demselben Material verkauft, muss viele entsprechende Einwegverpackungen zurücknehmen. Es ist dabei häufig nicht wichtig, in welcher Filiale du die Flasche gekauft hast. Du kannst sie vielleicht in Berlin zurückgeben. Das Pfandsystem ist nicht nur
an deinen ursprünglichen Kassenbon gebunden. Der Mitarbeiter sagt, diese Marke führen wir nicht. Dann bringst du die Flasche zu einem größeren Supermarkt. Du musst nicht mit dem Mitarbeiter streiten. Du suchst eine passende Rücknahmestelle. Das Etikett bleibt wichtig. Du möchtest eine Flasche reinigen. Du ziehst das gesamte Etikett ab. Auch das Pfandsymbol ist nicht mehr sichtbar. Deshalb solltest du das Etikett bis zur Rückgabe an der Flasche lassen. Aber das Etikett sollte lesbar bleiben. Muss die Flasche sauber sein, aber sie sollte leer sein. Sehr schmutzige oder klebrige Flaschen sind unangenehm. Ein kleiner Restgetränk kann in der Tasche auslaufen. Du kannst die Flasche kurz mit Wasser ausspülen. Das ist besonders bei süßen Getränken hilfreich. Dann riecht deine Pfandtasche besser. Wichtig ist auch, die nächste Person findet das unangenehm. Deshalb leerst du Flaschen vollständig aus. Du schüttelst sie kurz über dem Spülbecken. Dann drehst du den Deckel wieder auf. Eine dünne Plastiktasche kann reißen. Dann fallen die Flaschen auf den Boden. Benutze lieber eine stabile Tasche oder einen Kasten. Wenn eine Flasche zerbricht, fasse die Scherben nicht mit der bloßen Hand an. Bitte bei Bedarf das Personal um Hilfe. Sicherheit ist wichtiger als ein kleiner Pfandbetrag. Die Schlange am Automaten. Am Samstag ist viel los. Vor dem Pfandautomaten stehen 6 Menschen. Eine Person hat 3 große Säcke voller Flaschen. Aber jede Person darf ihre Flaschen zurückgeben. Oder du kommst später wieder. Vielleicht gibt es im Supermarkt einen zweiten Automaten. Du fragst, gibt es noch einen anderen Pfandautomaten? Eine Mitarbeiterin zeigt dir den Weg. Du hast sehr viele Flaschen. Hinter dir wartet eine Person mit nur einer Dose. Möchten Sie kurz vorgehen? Ich habe sehr viele Flaschen. Die Person sagt, danke. Du musst das nicht immer tun. Aber kleine Rücksicht macht den Alltag angenehmer. Wenn der Automat voll ist, informierst du das Personal. Du schlägst nicht gegen den Automaten. Oder du hast noch 20 Flaschen. Entschuldigung. Der Pfandautomat ist voll. Nach einigen Minuten funktioniert der Automat wieder. Du lernst, nicht jedes Problem bedeutet, dass deine Flaschen falsch sind. Du hast erst 5 von 10 Flaschen eingegeben. Aus Versehen drückst du auf den Bon-Knopf. Der Automat druckt einen Bon über 1, 25 €. Du hast aber noch 5 Flaschen. Das ist kein großes Problem. Zusammen sind es 75 €. Du musst die Bons nicht vorher zusammenkleben. Bewahre beide nur sicher auf. Du kannst sagen, ich habe 2 Pfandbons. Die Kassiererin weiß, was zu tun ist. Nach einigen Metern merkst du, du hast ihn am Automaten gelassen. Zum Glück liegt er noch dort. Beim nächsten Mal wartest du bewusst. Du siehst, dass eine andere Person ihren Bon vergessen hat. Du rufst, Entschuldigung, Sie haben Ihren Pfandbon vergessen. Die Person dreht sich um. Oh, vielen Dank. Ein kleiner Hinweis kann jemandem viel Geld sparen. Du solltest einen fremden Bon nicht einfach selbst benutzen, wenn die Person noch erreichbar ist. In der Küche stehen leere Flaschen. Du fragst, was passiert mit dem Pfand?
Pfand. Eine Kollegin erklärt: Wir sammeln die Flaschen in dieser Kiste. Das Pfandgeld kommt in unsere Kaffeekasse. In einer anderen Firma spendet das Team das Pfandgeld. Jeder Arbeitsplatz hat eigene Regeln. Nicht einfach Büroflaschen mitnehmen. Du siehst 10 leere Flaschen im Büro. Du denkst, das sind 2,50 €. Aber die Flaschen gehören vielleicht zur gemeinsamen Sammlung. Du solltest sie nicht einfach mitnehmen. Frage zuerst: Darf ich diese Flaschen zurückbringen? Vielleicht sagt das Team: Ja, aber das Geld kommt in die Kaffeekasse. Oder: Nein, ein Kollege kümmert sich darum. Pfand auf einer Party. Du feierst mit Freunden im Park. Am Ende stehen viele leere Flaschen da. Das Pfandgeld kann für den nächsten gemeinsamen Einkauf benutzt werden. Oder ihr gebt die Flaschen einer Person, die sie sammeln möchte. Wichtig ist, ihr lasst keinen Müll im Park zurück. Flaschen nicht auf dem Boden lassen. Eine Pfandflasche hat einen Wert. Es gibt an manchen Orten spezielle Pfandringe oder Flaschenhalter an Mülleimern. Dort können Flaschen sicher abgestellt werden. Noch besser ist es, die Flasche selbst zurückzugeben oder sie direkt einer Person zu geben. Manche Menschen sammeln Pfandflaschen, um zusätzliches Geld zu bekommen. Für andere ist das Geld wichtig. Du solltest diese Menschen respektvoll behandeln. Wenn du ihnen eine Flasche geben möchtest, kannst du freundlich fragen: Möchten Sie diese Pfandflasche? Manche Neuankömmlinge sehen Pfandsammeln als kleines Sparspiel. Sie nehmen auf einem Spaziergang eine klar weggeworfene Pfandflasche mit. Dabei solltest du vorsichtig und respektvoll sein. Gehe nicht auf private Grundstücke. Nimm nichts aus fremden Taschen, Kisten oder Einkaufswagen. Greife nicht in gefährliche Behälter. Glas, scharfe Gegenstände und Schmutz können Verletzungen verursachen. Kein Wettbewerb mit Bedürftigen. Du musst nicht um die Flasche kämpfen. Für die andere Person ist der Betrag möglicherweise wichtig. Respekt ist wichtiger als 25 Cent. Menschen können die Flaschen hineinstellen. Sammler müssen dann nicht in den Müll greifen. Du hast selbst eine leere Flasche. Niemand kann leicht darauf treten. Du sagst lachend: Heute suche ich unseren Pfandschatz. Das Wort Schatz bedeutet: Am Ende hast du 9 Verpackungen gefunden. Du und dein Mitbewohner machen eine lustige Liste. Küche: 3 Flaschen. Balkon: 2 Dosen. Rucksack: 1 Flasche. Keller: 3 Mehrwegflaschen. Ihr nennt die Liste unser Pfandschatz. Das ist nur ein Spiel, aber es hilft euch, Ordnung zu halten. Keine klebrigen Flaschen bleiben monatelang in der Wohnung. Du entscheidest, du verbindest die Rückgabe mit deinem normalen Einkauf. Bon an der Kasse abgeben. Leere Tasche wieder mit nach Hause nehmen. Das wird schnell zu einer einfachen Routine. Die Tasche nicht vergessen. Nach 5 Minuten merkst du, die Pfandtasche steht noch vor deiner Wohnungstür. Beim nächsten Mal stellst du die Tasche direkt neben deine Schuhe. Oder du schreibst eine Notiz.
Du kannst auch eine Erinnerung im Handy einstellen. Samstag, 10 Uhr. Kleine Organisation spart einen zusätzlichen Weg. Dort schreibst du deine Einnahmen und Ausgaben auf. Du kannst auch das zurückgegebene Pfand notieren. Nicht als echtes neues Einkommen, denn du hast es vorher bezahlt. Aber du kannst sehen, wie viel Pfandgeld war im Haushalt gebunden. Wie viel Pfandgeld war im Haushalt gebunden. Wie oft hast du Flaschen zurückgebracht? Wie viel Geld wäre verloren gegangen, wenn du sie weggeworfen hättest? Januar 12, 50 Euro Pfand zurückbekommen. Februar 9, 75 Euro Pfand zurückbekommen. März 14, 0 Euro Pfand zurückbekommen. Du merkst, in eurem Haushalt werden viele Getränkeverpackungen gekauft. Du fragst dich, können wir einige Getränke durch Leitungswasser oder Mehrweg ersetzen? Das Pfandspiel hilft dir nicht nur beim Sparen. Im Supermarkt steht Getränkekasten 99 Euro. Darunter kleiner, zuzüglich 30 Euro Pfand. Wenn du die Flasche zurückgibst, bekommst du 25 Euro zurück. Beim Vergleich von Angeboten solltest du das Pfand beachten. Der Pfandbetrag für den Kasten und die Flaschen kommt dazu. Deshalb ist der Betrag an der Kasse höher. Später bekommst du das Pfand bei vollständiger Rückgabe zurück. Wenn du regelmäßig Kästen kaufst, bleiben Kasten und Flaschen in einem Kreislauf. An der Kasse wird das Pfand des leeren Kastens berücksichtigt. Dann bezahlst du Pfand für den vollen Kasten. Praktisch fühlt es sich wie ein Tausch an. Dort gibt es viele verschiedene Mehrwegflaschen und Kästen. Die Rückgabe ist oft größer als im kleinen Supermarkt. Bei Unsicherheit fragst du, wo kann ich diesen Kasten abgeben? Das Personal kennt die Flaschentypen. Deshalb bekommst du normalerweise auch kein deutsches Pfand zurück. Die Flasche kommt in die passende Recycling- oder Glassammlung. Du kannst das Personal fragen. Wenn kein Pfand vorhanden ist, entsorgst du die Flasche korrekt. Du fragst, muss der Deckel auf der Flasche bleiben? Viele Pfandautomaten akzeptieren Flaschen mit oder ohne Deckel. Es ist oft praktisch, den Deckel wieder aufzuschrauben. Dann läuft kein Rest aus. Der Deckel geht zusammen mit der Verpackung in die Verarbeitung. Wichtig ist vor allem, das Etikett und der Code sind lesbar. Aber für die automatische Rückgabe sollte sie möglichst ihre Form behalten. Du stellst die leere Dose nicht unter schwere Glasflaschen. Lege Dosen oben in die Tasche. Der Automat kann sie dann leichter erkennen. Eine normale kleine Delle ist nicht immer ein Problem. Starke Schäden können aber Schwierigkeiten machen. Du möchtest die leere Dose in deinen Rucksack legen. Aber ein kleiner Rest ist noch darin. Du leerst die Dose vollständig. Du steckst sie in eine separate Tasche. So wird dein Rucksack nicht klebrig. Zu Hause stellst du die Dose in den Pfandkorb. Manchmal gibt es ein eigenes Becher oder Flaschenpfand. Die Rückgabe kann dort anders organisiert sein. Du bekommst vielleicht einen besonderen Becher. Du bezahlst einige Euro Pfand. Bei der Rückgabe erhältst du den Betrag zurück. Dieser Becher gehört vielleicht nicht zum normalen Supermarktpfandsystem. Lies die Hinweise der Veranstaltung.
Du kaufst ein warmes Getränk. Du bezahlst Getränkepreis plus Becherpfand. Du kannst den Becher später zurückgeben. Dann bekommst du das Becherpfand zurück. Oder du behältst den Becher als Erinnerung. Dann bekommst du das Pfand nicht zurück. Du hast den Becher praktisch gekauft. Nach dem Essen bringst du die Schale zurück. Das System ist ähnlich wie bei Flaschen. Aber die Rückgabe funktioniert vielleicht nur in bestimmten teilnehmenden Geschäften. Lies den Namen des Systems auf der Verpackung. Nicht jedes Pfandsystem ist dasselbe. Für einen Einkaufswagen benutzt du oft eine Münze oder einen Chip. Die Grundidee ist ähnlich. Dann bekommst du deinen Einsatz zurück. Du brauchst eine 1-Euro-Münze oder einen Chip. Nach dem Einkauf bringst du ihn zurück. Du verbindest den Wagen mit der Reihe. Die Münze kommt wieder heraus. Auch das ist eine Form von Pfand. Der Supermarkt möchte, dass die Wagen zurückgebracht werden. Ohne Pfand denken manche Menschen: Die Flasche ist Müll. Mit Pfand denken sie, die Flasche ist 25 Cent wert. Deshalb werden viele Flaschen zurückgebracht. Etwas motiviert dich zu einer Handlung. Material wird verarbeitet und für neue Produkte benutzt. Aus dem Material können neue Produkte oder neue Verpackungen entstehen. Du möchtest einem neuen Freund das System erklären. Du sagst: Beim Kauf bezahlst du extra Geld für bestimmte Flaschen und Dosen. Dieses Geld heißt Pfand. Wenn die Verpackung leer ist, bringst du sie zum Supermarkt zurück. Der Automat gibt dir einen Pfandbon. An der Kasse bekommst du den Betrag zurück. Dein Freund sagt: Also, darf ich die Flasche nicht wegwerfen? Du antwortest: Genau. Ein Gespräch im Supermarkt. Du: Entschuldigung, wo ist der Pfandautomat? Mitarbeiter: Hinten links, neben dem Getränkebereich. Du: Nimmt der Automat auch Glasflaschen? Mitarbeiter: Ja, aber nicht alle Mehrwegflaschen. Du: Was mache ich, wenn eine Flasche nicht angenommen wird? Mitarbeiter: Kommen Sie bitte zur Information. Du: Vielen Dank. Mitarbeiter: Gern. Du: Entschuldigung, wissen Sie, warum der Automat diese Dose nicht nimmt? Andere Kundin: Der Strichcode ist nach unten. Drehen Sie die Dose einmal. Du: So? Andere Kundin: Ja, versuchen Sie es noch einmal. Der Automat nimmt die Dose. Du: Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Andere Kundin: Kein Problem. Menschen helfen sich manchmal gegenseitig. Ein Gespräch an der Kasse. Kassierer: Haben Sie einen Pfandbon? Du: Ja. Hier bitte. Kassierer: Der Bon ist über 25 Euro. Du: Können Sie den Betrag vom Einkauf abziehen? Kassierer: Ja, natürlich. Ein anderes Mal sagst du: Ich möchte heute nichts kaufen. Können Sie mir den Betrag bitte auszahlen? Du gibst einen Pfandbon ab. Die Kassiererin sagt: Dieser Bon ist aus einer anderen Filiale. Du schaust auf den Zettel. Tatsächlich kommt er aus einem anderen Markt. Du sagst: Oh, das habe ich nicht gesehen.
Du steckst den Bon zurück. Beim nächsten Besuch in der richtigen Filiale löst du ihn dort ein. Du schreibst vielleicht den Filialnamen auf die Rückseite. Der Automat zeigt 0 Euro. Legst eine Flasche ein. Aber du bist unsicher, ob der Betrag gezählt wurde. Du schaust auf den Bildschirm. Dort muss der Gesamtbetrag steigen. Wenn etwas falsch aussieht, stoppst du den Vorgang und fragst das Personal. Warte nicht bis nach dem Drucken des Bons. Prüfe den Betrag während der Rückgabe. Besonders bei vielen Flaschen ist Aufmerksamkeit hilfreich. Vor dem Supermarkt zählst du. Das sollten 2,50 Euro sein. Dann prüfst du, hat der Automat alle Flaschen angenommen? Waren einige Flaschen ohne Pfand? Hatten einige nur 8 Cent? Deine Rechnung hilft, Fehler oder Missverständnisse zu erkennen. Nicht jede Flasche ist 25 Cent. Am Anfang denkst du, aber das ist normal. Der Wert zeigt nicht direkt, wie gut oder schlecht eine Flasche ist. Ein niedrigerer Betrag kann zu einem Mehrwegsystem gehören. Vor der Rückgabe sortierst du grob. Das ist nicht immer notwendig. Aber es kann den Ablauf erleichtern. Du weißt, welche Flaschen wahrscheinlich in denselben Automaten kommen. Schwere Glasflaschen bleiben unten in der Kiste. Leichte Dosen werden nicht zerdrückt. Bei vielen verschiedenen Flaschen spart die Vorbereitung Zeit. Eine saubere Ecke zu Hause. Du möchtest nicht, dass überall leere Flaschen stehen. Beide stehen in einer Abstellkammer. Wenn die Tasche voll ist, kommt sie mit zum Supermarkt. So bleibt deine Wohnung ordentlich. Eine Flasche mit süßem Getränk steht 2 Wochen offen. Vielleicht kommen kleine Insekten. Deshalb leerst du jede Flasche vollständig. Bei klebrigen Getränken spülst du sie kurz aus. Dann setzt du den Deckel auf. Die Pfanndecke bleibt sauber. Du brauchst keine starke Reinigung. Ein kurzer Wasserstrahl reicht meistens für die Lagerung zu Hause. Im Fußraum liegen mehrere leere Flaschen. Bei einer starken Bremsung können sie rollen. Wenn du zum Supermarkt fährst, nimmst du die Box mit. So sammelst du sicherer und vergisst weniger Flaschen. Pfand im Rucksack. Du gehst zu Fuß oder fährst mit dem Fahrrad. Du kannst einen faltbaren Stoffbeutel im Rucksack haben. Wenn du unterwegs eine eigene Flasche leer trinkst, kommt sie in den Beutel. Der Rucksack bleibt sauberer. Zu Hause leerst du den Beutel in den Pfandkorb. Der Stoffbeutel kann gewaschen und oft wieder benutzt werden. Du kannst Kindern das System erklären. Wir geben die Flaschen zurück, damit sie wiederverwendet oder recycelt werden. Kinder können beim Zählen helfen. Aber ein Erwachsener sollte aufpassen. Kinder sollen nicht in den Automaten greifen. Glasflaschen müssen vorsichtig behandelt werden. Das kleine Spiel kann motivieren. Manche Automaten oder Supermärkte bieten eine Spendenmöglichkeit. Du kannst deinen Pfandbon vielleicht in eine Spendenbox werfen. Dann geht der Betrag an ein Projekt oder eine Organisation. Auch Vereine sammeln manchmal Pfandbons. Du entscheidest selbst. Ein kleiner Bon kann gemeinsam mit vielen anderen Bons einen größeren Betrag ergeben. Pfandspenden für den Sportverein. Du hast einen Bon über 75 Cent. Eine andere Person braucht das Geld vielleicht selbst und löst ihren Bon ein.
Beide Entscheidungen sind in Ordnung. Niemand muss sich schlecht fühlen, wenn er sein Pfandgeld zurücknimmt. Flaschen direkt verschenken. Du möchtest deine leere Flasche nicht tragen. Du siehst eine Person, die Pfand sammelt. Du fragst höflich: Möchten Sie die Flasche? Ja, danke. Du gibst die Flasche direkt in die Hand. Das ist klarer und sicherer, als sie irgendwo auf den Boden zu stellen. Du erwartest keine besondere Reaktion. Ein einfaches Danke reicht. Pfandsammeln ist für manche Menschen mit schwierigen Lebenssituationen verbunden. Du solltest keine Person heimlich fotografieren oder filmen. Auch nicht für soziale Medien. Wenn du über das Pfandsystem sprechen möchtest, kannst du deine eigenen Flaschen oder einen Automaten fotografieren, sofern das im Geschäft erlaubt ist. Menschen sind keine Sehenswürdigkeit. Ein Spiel ohne Risiko. Du möchtest beim Spaziergang nach Pfand schauen. Mach daraus kein gefährliches Abenteuer. Klettere nicht über Zäune. Greife nicht in Glascontainer. Öffne keine verschlossenen Müllbereiche. Gehe nicht in private Höfe. Das Wort Würde bedeutet, jeder Mensch verdient Respekt. Warum macht diese Person das? Du behandelst alle Menschen freundlich. Deine erste Pfandwoche. Montag. Du kaufst eine Wasserflasche. Nach dem Trinken stellst du sie in den Pfandkorb. Dienstag. Du findest eine Dose in deinem eigenen Rucksack. Mittwoch. Dein Mitbewohner stellt 2 Flaschen in den Korb. Donnerstag. Du kaufst kein Getränk und sammelst nichts Neues. Freitag. Ihr habt Besuch und 3 weitere Flaschen. Samstag. Ihr bringt alles zum Automaten. Du wirfst keine Pfandflasche mehr in den Müll. Du hast eine stabile Tasche. Du kennst den Standort des Automaten. Mehrweg kann einen anderen Betrag haben. Eine kleine Alltagssache, die am Anfang fremd war, ist jetzt einfach. Besuch aus dem Ausland. Deine Freundin Sophia besucht dich. Danach geht sie zum Mülleimer. Du sagst: Stopp, das ist Pfand. Sophia fragt: Also bekomme ich für die Flasche Geld zurück? Du sagst: Ja. Wir bringen sie morgen zum Supermarkt. Am nächsten Tag geht ihr gemeinsam zum Supermarkt. Sophia steckt die Flasche in den Automaten. Der Bildschirm zeigt 0, 25 Euro. Das macht Spaß. Am Ende bekommt ihr einen Bon über 2 Euro. Sophia sagt: Ich verstehe, warum manche Menschen das wie ein kleines Spiel sehen. Ihr benutzt den Bon für den Einkauf. Ein Pfandsouvenir? Sophia möchte eine schöne Mehrwegflasche behalten. Du sagst: Das kannst du machen. Aber dann bekommst du das Pfand nicht zurück. Sie entscheidet: Die Flasche gefällt mir. Ich behalte sie als Vase. Wenn viele Menschen sie dauerhaft behalten, fehlt sie im Kreislauf. Eine einzelne, schöne Flasche als Erinnerung ist vielleicht verständlich. Aber normalerweise bringst du Mehrwegflaschen zurück. Und dann können sie gereinigt und erneut benutzt werden. Das ist die Idee des Systems. Glas ohne Pfand kommt oft in einen Altglascontainer. Dort gibt es meistens Container für Weißglas, Braunglas und Grünglas. Du sortierst nach Farbe.
Aber Pfandglas gehört nicht automatisch in den Altglascontainer. Prüfe zuerst. Hat die Flasche Pfand? Jetzt kannst du sie nicht sicher zurückholen. Du könntest dich verletzen. Der Pfandbetrag ist verloren. Beim nächsten Mal stellst du zu Hause 2 Bereiche auf. Einen für Pfand und einen für Verpackungen ohne Pfand. So passiert der Fehler nicht noch einmal. Organisation schützt Geld und Material. Gelber Sack oder Pfand. Eine leere Plastikflasche sieht wie Verpackungsmüll aus. Aber wenn sie Pfand hat, gehört sie zuerst zum Rückgabesystem. Du bekommst dein Geld zurück. Der Supermarkt sammelt die Flasche getrennt. Eine Plastikflasche ohne Pfand kann je nach örtlichem System in den gelben Sack oder eine Wertstoffsammlung gehören. Vorderseite Pfand. Rückseite zusätzlicher Betrag für eine Verpackung. Bei der Rückgabe bekommt man das Geld zurück. Nächste Karte Pfandbon. Rückseite Zettel vom Pfandautomaten mit dem Pfandbetrag. Nächste Karte Strichcode. Rückseite schwarze Linien auf einer Verpackung, die ein Gerät lesen kann. Weitere wichtige Wörter. Der Strichcode schwarze Linien auf einer Verpackung, die ein Gerät lesen kann. Auszahlen. Du bekommst Geld in bar oder auf dein Konto. Der Getränkekasten. Eine stabile Kiste für mehrere Flaschen. Mehrweg. Etwas wird benutzt, zurückgegeben und erneut verwendet. Ich sammle leere Pfandflaschen. Ich gebe die Flaschen im Supermarkt zurück. Ich löse den Pfandbon an der Kasse ein. Die Kassiererin zahlt mir den Betrag aus. Das Material wird recycelt. Eine Mehrwegflasche wird wiederverwendet. Der Automat erkennt den Strichcode. Der Automat lehnt die beschädigte Flasche ab. Sätze zum Nachsprechen. Diese Flasche hat 25 Cent Pfand. Ich sammle das Leergut in einer Tasche. Wo ist der Pfandautomat? Der Automat erkennt den Strichcode nicht. Die Flasche ist nicht zerdrückt. Ich möchte den Pfandbon einlösen. Kann ich mir den Betrag auszahlen lassen? Der Bon ist aus dieser Filiale. Mehrwegflaschen können wieder befüllt werden. Bitte werfen Sie die Pfandflasche nicht weg. Fragen. Im Supermarkt. Hat diese Flasche Pfand? Ist das Einweg oder Mehrweg? Wie hoch ist das Pfand? Kann ich diese Flasche hier zurückgeben? Nimmt der Automat auch Getränkekästen? Wo ist die Leergutannahme? Warum wurde diese Dose abgelehnt? Kann das Personal die Flasche manuell annehmen? Wo kann ich den Pfandbon auszahlen lassen? Gilt der Bon nur in dieser Filiale? Ein kleines Rollenspiel. A. Entschuldigung, ich habe eine Frage. B. Ja, bitte. A. Der Automat nimmt diese Glasflasche nicht an. B. Ist es eine Mehrwegflasche? A. Ja, auf dem Etikett steht Mehrweg. B. Diese Marke führen wir leider nicht. Versuchen Sie es bitte im Getränkemarkt. A. Alles klar. Vielen Dank. B. Gern. Ein zweites Rollenspiel. A. Guten Tag. Ich möchte diesen Pfandbon auszahlen lassen. B. Möchten Sie nichts einkaufen? A. Nein, heute nicht. B. Der Bon ist über 3
50 Euro. A. Ja. B. Hier sind 3,50 Euro. A. Vielen Dank. B. Bitte. Dieses Gespräch ist kurz und einfach. Du brauchst keine lange Erklärung. Wie viel bringen 4 Flaschen? Wie viel bringen 8 Flaschen? Wie viel bringen 12 Flaschen? Eine Mehrwegflasche bringt 15 Cent. Wie viel bringen 2 Flaschen? Wie viel bringen 10 Flaschen? Du hast 5 Verpackungen. Was kommt zum Pfandautomaten? Was kommt nicht zum Pfandautomaten? Die Weinflasche ohne Pfand. Pfandflasche in den Müll werfen. Lösung: Pfandsymbol prüfen und Flasche sammeln. Fehler Nummer 2. Eine Dose wird stark zerdrückt. Lösung: Dose möglichst in normaler Form lassen. Fehler Nummer 3. Etikett oder Strichcode wird entfernt. Lösung: Strichcode und Pfandzeichen lesbar lassen. Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 4. Eine Flasche wird mit Getränkerest gelagert. Lösung: Flasche leeren und sauber aufbewahren. Fehler Nummer 5. Pfandbon am Automaten vergessen. Lösung: Bon sofort in die Geldbörse stecken. Bon in einer anderen Filiale benutzen wollen. Lösung: Bon in der Filiale einlösen, die ihn ausgestellt hat. Fehler Nummer 7. Denken: Jede Glasflasche habe Pfand. Lösung: Etikett und Symbol prüfen. Fehler Nummer 8. N. Jede Mehrwegflasche in jedem Laden zurückgeben wollen. Lösung: Bei Bedarf passenden Getränkemarkt suchen. Fehler Nummer 9. In gefährlichen Müllbehältern suchen. Lösung: Sicherheit und Regeln respektieren. Fehler Nummer 10. Flaschen anderer Menschen ohne Erlaubnis nehmen. Lösung: Eigentum und Sammelregeln respektieren. Das freundliche Sparspiel. Du möchtest Pfand als Spiel nutzen. Du machst klare Regeln. Keine zusätzlichen Getränke nur wegen des Pfands kaufen. Am Monatsende den Betrag zählen. So bleibt das Spiel freundlich, sicher und sinnvoll. Du erstellst eine Tabelle. 3. Juni. 2, 25 Euro in das Sparglas gelegt. 10. Juni. 3, 50 Euro in das Sparglas gelegt. 18. Juni. 1, 75 Euro in das Sparglas gelegt. 28. Juni. 4, 0 Euro in das Sparglas gelegt. Die Liste zeigt deine kleinen Erfolge. Du hast dein Ziel erreicht. Du kaufst davon ein Buch und trinkst einen Kaffee. Das fühlt sich gut an. Du hast auch eine gute Gewohnheit gelernt. Du wirfst wertvolle Verpackungen nicht falsch weg. Du hältst deine Wohnung sauber. Du verstehst deutsche Preisschilder besser. Du lernst neue Wörter. Du fühlst dich im deutschen Alltag sicherer. Beim Automaten lernst du deutsche Wörter. Du siehst dieselben Wörter immer wieder. Der Supermarkt wird zu einem kleinen Lernort. Alltagssprache bleibt oft besonders gut im Gedächtnis. Aber dein Erfolg ist größer. Du hast ein neues Alltagssystem verstanden. Die Freundin ist überrascht. Du sagst: Stopp, die Dose hat Pfand. Sie fragt: Woher weißt du das? Du erklärst: Einweg und
Mehrweg. Du zeigst ihr den Automaten. Jetzt bist du die Person, die einem Neuankömmling hilft. Du erinnerst dich an deinen eigenen ersten Tag. Ein gemeinsamer Pfandgang. Du und die neue Kollegin sammeln die Flaschen aus der Büroküche. Ihr habt vorher gefragt. Das Pfandgeld soll in die gemeinsame Kaffeekasse kommen. Ihr geht zum Supermarkt. Die Kollegin bedient den Automaten. Du erklärst, nicht zerdrücken. Etikett nach oben. Am Ende den Bon nehmen. Eine Familie sammelt gemeinsam. Freunde benutzen das Pfand nach einer Feier für den nächsten Einkauf. Eine Person gibt ihre Flasche direkt einem Sammler. Der Betrag ist klein. Etwas hat eine Wirkung oder ein Ergebnis. Nicht jede Flasche wird akzeptiert. Menschen, die aus finanzieller Not sammeln, erleben vielleicht schwierige Situationen. Deshalb sprechen wir respektvoll. Eine ruhige Samstagmorgenszene. Die Sonne scheint durch das Küchenfenster. Neben der Tür steht deine Pfandtasche. Die Flaschen machen ein leises Geräusch. Du zählst 10 Einwegflaschen und eine Mehrwegflasche. Du schätzt ungefähr 2 Euro. Dann gehst du zum Supermarkt. Der Automat beginnt. Im Supermarkt ist es noch ruhig. Niemand wartet vor dem Automaten. Du legst die erste Flasche ein. Die dritte ist Mehrweg. Der Betrag steigt langsam. Du findest den Rhythmus beruhigend. Am Ende steht auf dem Bildschirm 45 Euro. Eine kleine Überraschung. Du freust dich über die zusätzlichen 45 Cent. Du gehst durch den Supermarkt. Du brauchst Tomaten, Reis und Brot. Du denkst, gut, dass ich die Flaschen nicht weggeworfen habe. Du lässt dir 45 Euro auszahlen. Zu Hause legst du das Geld in dein Pfandglas. Auf dem Glas steht Ausflug. Du schüttelst das Glas leicht. Die Münzen machen Geräusche. Leere Flaschen wurden zu einem kleinen Plan für den Sommer. Einige Wochen später sind 20 Euro im Glas. Du fährst mit einer Regionalbahn in eine kleine Stadt. Du kaufst dort ein Eis. Du läufst am Fluss entlang. Der Ausflug kostet etwas mehr als 20 Euro. Aber das Pfandgeld hilft. Du erinnerst dich an jede kleine Flasche. Eine neue Gewohnheit. Nach einem Jahr denkst du kaum noch über Pfand nach. Du erkennst das Symbol automatisch. Du weißt, welche Tasche du benutzt. Du kennst die Automaten in deiner Umgebung. Du vergisst den Bon nicht. Du kannst Einweg und Mehrweg besser unterscheiden. Du kennst die wichtigsten Sätze. Das System, das zuerst seltsam wirkte, ist jetzt ein normaler Teil deines Lebens. Die wichtigsten Wörter noch einmal. Eine leichte Verpackung aus Metall. Leere Verpackungen zur Rückgabe. Ein Gerät zur automatischen Rücknahme. Ein Zettel mit dem Pfandbetrag. Die Verpackung wird als Flasche oder Dose einmal benutzt. Die Verpackung kann gereinigt und erneut benutzt werden.
Ein maschinenlesbarer Code aus schwarzen Linien. Informationen auf der Flasche. Du bringst etwas zurück. Du bekommst den Betrag in Geld. Eine Kiste für mehrere Flaschen. Ein Geschäft mit vielen Getränken. Ein Halter für Pfandflaschen an einem öffentlichen Abfallbehälter. Material wird verarbeitet und erneut genutzt. Die wichtigsten Regeln. Wirf Pfandflaschen nicht in den normalen Müll. Lass Dosen und Flaschen möglichst unbeschädigt. Entferne das Etikett nicht. Lass den Strichcode lesbar. Leere Getränke vollständig aus. Bringe das Leergut zum passenden Geschäft. Nimm den Pfandbon mit. Löse ihn möglichst in derselben Filiale ein. Frage das Personal, wenn der Automat eine Verpackung ablehnt. Regeln für ein respektvolles Sammelspiel. Sammle zuerst die Flaschen aus deinem eigenen Haushalt. Frage vor dem Mitnehmen fremder oder gemeinsamer Flaschen. Nimm nichts aus privaten Bereichen. Greife nicht in gefährliche Behälter. Betritt keine verbotenen Orte. Respektiere Menschen, die Pfand aus finanzieller Not sammeln. Mache keine ungefragten Fotos. Kaufe nicht extra mehr Getränke nur wegen des Pfands. Sicherheit und Respekt sind wichtiger als der Betrag. Eine letzte Geschichte. Es ist ein warmer Sonntag im Juni. Du wohnst jetzt seit 8 Monaten in Deutschland. Am Anfang kanntest du das Wort Pfand nicht. Du hast eine Flasche fast in den Müll geworfen. Diese Flasche ist 25 Cent wert. Heute gehst du selbst durch deine Wohnung. Du suchst nach Leergut. In deinem Rucksack ist eine Wasserflasche. In einer Kiste stehen 5 Mehrwegflaschen. Du schätzt den Betrag. Dann gehst du zum Supermarkt. Vor dem Automaten steht eine junge Frau. Du sagst freundlich: Vielleicht muss der Strichcode nach oben. Auf dem Bildschirm erscheinen 25 Cent. Danke. Ich bin neu in Deutschland. Du antwortest: Kein Problem. Ich war am Anfang auch verwirrt. Dann erklärst du: Am Ende müssen Sie auf den Bon-Knopf drücken. Den Bon geben Sie an der Kasse ab. Du erinnerst dich an deinen ersten Besuch. Damals hast du Anna gebraucht. Heute hilfst du einer anderen Person. Du gibst deine eigenen Flaschen ein. Am Ende bekommst du einen Bon über 3,91 €. Du steckst ihn in deine Geldbörse. Du kaufst Obst, Brot und Gemüse. Du gehst nach Hause. Die Flaschen sind zurück im System. Und du fühlst eine kleine, ruhige Freude. Eine einfache leere Flasche hat viele kleine Dinge verbunden. Jetzt sind wir fast am Ende. Du hast heute viele Wörter und Sätze gehört. Vielleicht erinnerst du dich nicht an alles. Das ist völlig in Ordnung. Du musst heute nicht jedes Wort behalten. Vielleicht kaufst du morgen eine Flasche. Dann siehst du auf dem Preisschild 1, 49 € plus 0, 25 € Pfand. Du weißt jetzt, der Pfandbetrag kommt beim Kauf dazu und wird bei der Rückgabe wieder ausgezahlt. Vielleicht ist die Flasche später leer. Dann denkst du: Nicht in den Müll. Dann weißt du: Pfandbon nehmen, Betrag prüfen und den Bon an der Kasse abgeben. Bon-Knopf drücken. Bon mitnehmen. An der Kasse einlösen. Vielleicht nimmt der Automat eine Flasche nicht an. Dann sagst du: Entschuldigung. Der Automat nimmt diese Flasche nicht an.
Vielleicht möchtest du nichts kaufen. Dann sagst du, ich möchte mir den Betrag bitte auszahlen lassen. Vielleicht siehst du einen fremden Pfandsammler. Dann behandelst du die Person respektvoll. Vielleicht möchtest du selbst ein kleines Pfandspiel machen. Dann sammelst du zuerst die Flaschen aus deinem eigenen Haushalt. Du zählst. Du rechnest. Du sparst. Du setzt dir ein Ziel. Aber du kaufst keine zusätzlichen Getränke nur für das Pfand. Du gehst nicht an gefährliche Orte. Du nimmst keine fremden Flaschen ohne Erlaubnis. Und du erinnerst dich, Pfand kann für dich eine kleine Freude sein. Für eine andere Person kann es wichtiges Geld sein. Atme noch einmal ruhig ein. Atme ruhig ein und langsam wieder aus. Du bist neu in Deutschland. Du musst nicht jedes Alltagssystem sofort verstehen. Du darfst fragen. Du darfst beobachten. Du darfst Fehler machen. Du darfst eine Flasche zweimal in den Automaten legen. Du darfst das Personal um Hilfe bitten. Beim nächsten Mal wird alles leichter. Die wichtigsten Sätze sind einfach. Hat diese Flasche Pfand? Wo ist der Pfandautomat? Der Automat nimmt die Flasche nicht an. Kann ich den Pfandbon hier einlösen? Ich möchte mir den Betrag auszahlen lassen. Bitte werfen Sie die Flasche nicht weg. Wir bringen das Leergut zurück. Diese Sätze sind jetzt nicht mehr völlig fremd. Du hast sie gehört. Du hast sie in vielen Situationen gesehen. Du hast sie wiederholt. Beim nächsten Supermarktbesuch werden sie noch vertrauter sein. Danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du dir Zeit für dein Deutsch genommen hast. Du hast heute nicht nur neue deutsche Wörter gelernt. Du hast auch ein wichtiges Alltagssystem kennengelernt. Eine leere Flasche ist nicht immer Müll. Eine leere Flasche kann einen Wert haben. 4 kleine Flaschen können 1 Euro sein. Viele kleine Beträge können ein Sparziel werden. Ein Pfandbon kann den nächsten Einkauf günstiger machen. Ein sauberes Rückgabesystem kann Materialien im Kreislauf halten. Eine einfache Alltagshandlung kann dir zeigen: Ich kenne mich hier langsam aus. Ein Symbol nach dem anderen. Eine Flasche nach der anderen. Ein kleiner Betrag nach dem anderen. Bis bald. Und denk daran: Flasche leer. Etikett dran. Nicht zacken. Zum Automaten bringen. Hell. Bon nicht vergessen. Pfand zurückbekommen.